Hallo, wir sind's. Piranhas. Wir sind völlig orientierungslos. Das Gehirn schmilzt so langsam. Unterm Dach hier, bei der Hitze. Und deswegen wissen wir auch nicht, was richtig und was falsch ist. Ne? Aber wir wollen das Richtige tun. Guck mal, was ist denn das Thema? Oder was labert der wieder für ein Scheiß da? Okay, also, to find the right game. Also, wir sind heute auf Orientierungsfahrt, ja? Und wollen das richtige Spiel finden für uns, ja? Und, tja, wie ist das denn? Wie ist denn so eine Findungsphase oder überhaupt, wie findet man raus, ob ein Spiel geil ist für einen oder nicht? Wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, liest du Reviews oder wie bestimmst du dein nächstes Spiel? Wie kommst du dahin, ja, dein nächstes Spiel zu bestimmen oder und weißt, ob das was für dich ist oder nicht? Und die haben Folgendes gesagt. Ich gucke mir Trailer an, ich rede mit Leuten, die Ahnung davon haben und ich weiß, dass Ego-Shooter nichts für mich sind. Also muss ich mir die gar nicht angucken. So vom Genre her weiß ich ja oft schon, ob es dann was für mich ist oder nicht. Da habe ich so meine bevorzugten und ansonsten gibt es halt so einschlägige Seiten, wo man dann mal guckt und auch Reviews liest und Trailer guckt und so, ja. Ich lese mir dann vielleicht nur die Durchschnittsbewertung. Das mache ich beim Film eigentlich auch. Wenn ich überlege, einen Film anzugucken, lese ich mir keine Review durch, sondern ich gehe auf Internet Movie Database und gucke, ob der Film halt irgendwie über oder unter 7 liegt. Und wenn er bei 5 liegt, weiß ich, dann ist er entweder nicht so gut oder halt ziemlich Geschmackssache. Und so ähnlich ist es bei Spielen auch. Also eigene Reviews lese ich, das ist natürlich dann auch teilweise sehr frustrierend. Und bei anderen Spielen lese ich es eigentlich nicht, weil dann weiß ich halt, ob das Spiel was für mich ist. Einfach weil ich irgendwie nah genug dran, um das beurteilen zu können. Ich gucke mir Streams an oder YouTube-Videos. Ich lese tatsächlich Reviews, um zu gucken, ob ein Spiel gut ist. Ich habe immer schon so ein Gefühl, ob es mir gefällt und dann will ich immer schnell gucken, ob das ungefähr stimmt. Und wenn es so halbwegs stimmt, dann hole ich es mir. Ich lese keine Reviews. Also erstmal schaue ich mir Footage an und die Idee dahinter und lese mir eher durch, was die Entwickler schreiben. Die Reviews, da gucke ich eher so den Durchschnitt, was sagen die Leute dazu. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, da vertraue ich 100%ig drauf, weil manchmal verreißen die Leute auch total was, weil sie nicht genau das kriegen, was vorher nun auch erwartet wurde. Aber man kann das Projekt ja erstmal anspielen und dann sieht man ja, ob es einem gefällt. Auch wenn nicht alles drin ist, was man gern hätte. Reviews definitiv, aber auch, was Freunde, Kollegen, Bekannte erzählen. Also von daher, das ist genauso wichtig. Also Ja, unterschiedliche Meinung, ne, darüber, wo man gucken sollte, aber es ist halt so, man verlässt sich schon auf die Meinung anderer ein Stück weit. Ne? Das heißt also, man sucht sich immer jemanden, der etwas beurteilt, ob es jetzt irgendwie ein Magazin ist oder ein Let's Play oder was auch immer. Ne? Irgendeine Quelle findet man immer im Internet. Meistens ist das heute so. Was denn bei dir am häufigsten? Bei mir? Ja. Ja, es ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, teilweise Let's Plays gucke ich mir an oder ich gucke irgendwo auf der Messe, gucke ich mir Dinge an oder ich lese auch Zeitschriften, klar. Ne? Tatsächlich, die gibt's noch, ja. Zum Beispiel bei uns auf dem Klo, da liegen ein paar. Immer die aktuelle Ausgabe von irgendwas. Oder halt irgendwo tatsächlich Magazine. Ne? GameStar gucke ich sehr viel. Ne? Solche Dinge. Und du? Ich suche tatsächlich sehr gerne Dinge, die ich schon mal gespielt habe. Also dann... Absolut. Dann googelst du Spiele wie bla. Irgendein Spiel, das mir gefallen hat. Und dann versuche ich herauszufinden, ob es ein Spiel gibt, was so ähnlich ist. Und das kommt dann auf die Liste. Ja, das ist die eine Variante, die tatsächlich gar nicht so selten vorkommt, wenn ich so darüber nachdenke. Ja, absolut. Ja, weil mich dann irgendwas gehuckt hat, dann bin ich traurig, dass es vorbei ist und dann möchte ich so was anderes nochmal. Was ähnliches. Also nach Kategorie suchst du sozusagen. Ja, genau. Ja. Ne? Und die zweite Variante ist, dass ich mich sehr gerne von irgendwelchen Freunden beeinflussen lasse. Ne? Wenn einer sagt, boah, hast du schon bla gespielt? Dann sage ich, nee, warum sollte ich das tun? Und der sagt dann, ja, weil das und das und das und das und das ist geil. Dann sage ich, ja, cool, das ist bestimmt geil. Und dann guck ich mal an. So war das früher. Das war Standard. Das war eins der Dinger, die man früher, ja, hatte. Seine Kumpels. Der Kumpel hat eine Konsole zu Hause, ja, und der kann dir was zeigen. Boah, guck mal, hier ist geil. Oder musst du unbedingt haben. Und was war früher noch so?
wo hat man die Informationen hergekriegt, ob ein Spiel was für einen ist? Der Kiosk und die Zeitschriften. Der Klassiker. Ja. Ne? Am Bahnhof zum Beispiel, da gab es dann irgendwie so die Sektion von Games-Zeitschriften, Filmzeitschriften und irgendwelchen anderen Fachkram und so. Und da hat man sich seine Zeitschrift tatsächlich vom Kiosk geholt und die gelesen. Aufmerksam. Auf dem Weg zum Studium, zur Arbeit, zur Schule, was auch immer. Ne? Das war das eine. Es gab sogar in den Jugendzeitschriften häufig eine Rubrik dafür. Ja. Da wurden Sachen empfohlen irgendwie. Ja. Das heißt, du musstest nicht mal explizit eine Gaming-Zeitschrift kaufen. Das habe ich tatsächlich damals seltener getan. Sondern einfach eine Jugendzeitschrift. Ja. Und da sind auch Sachen drin gewesen. Ne? Sogar die Bild-Zeitung hat das gemacht. Ja, die habe ich aber nicht gekauft. Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda auf dem Schulhof. Der Klassiker, den du gerade beschrieben hast, ein Kumpel mit der Konsole zu Hause. Mein Onkel oder meine beiden Onkels, die hatten auch Spiele zu Hause, die man sich ausleihen konnte. Ja, die hatten halt Geld und ich war Schüler und hatte das nicht. Ne? Onkel Reini und Onkel Erich. Die hatten Konsolen, also Atari-Konsole zum Beispiel oder so, und da konnte ich mir diese Module dann da ausleihen. Da ist man da dran gekommen, da konnte man halt irgendwie das Repertoire sich vom Onkel angucken und so, hier, guck mal hier, das Western-Spiel, das möchte ich gerne mitnehmen. Mhm. Ja. Also als ich Kind war und einen Gameboy gekriegt habe, da habe ich überhaupt gar keine Ahnung gehabt, welche Spiele es dafür gibt und habe einfach irgendeins geschenkt gekriegt. Von wem? Von meinen Eltern. Von deinen Eltern? Ja, die haben die mir sind ja einfach- auch total kompetent gewesen, vermutlich, Die oder? haben einfach irgendwas gekauft. Was Die es da haben gab. irgendwas gekauft. Ja, und am Ende hatte ich 16 Gameboy-Spiele, Mhm. ne, und habe die dann gespielt, weil sie da waren. Also haben die sich vermutlich im Kaufhaus beraten lassen. keine Ahnung. Im Kaufhaus zu gehen war früher auch gang und gäbe. Ja, man ist ins Kaufhaus gegangen und hat einfach mal, wo sind hier die Games, da geht's los, Kaufhof, Wohlwort, keine Ahnung, ne, die diversen. Weil früher gab's noch keinen Mediamarkt und Saturn gab's noch nicht. Na, da ist man irgendwie zu Kaufland oder wie hieß das noch? Karstadt gegangen. Die hatten immer so eine Spieleabteilung. Ja, wir waren damals im Kaufhof, das war richtig toll. Ja, ja. Und ja, und wie, also ich meine, man hat das Spiel ja nicht im Live gesehen, so, ne? Es gab nur irgendwie die Fotos auf dem Cover und auch das Cover. Ne? Das heißt, man ist durch die Gänge gegangen, hat sich irgendwie die Auslagen angeguckt und hat dann darüber entschieden, welches Cover einem zusagt und welches nicht. Das stimmt. Ja, so habe ich Frankenstein gekauft. Genau. Ja, das heißt also, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie Bock hattest auf irgendein Fantasy-Spiel oder so, da ist man manchmal auf eine ganz schöne Gurke reingefallen, nur weil vorne ein Drache zu sehen war. Das war aber eigentlich nicht das, was man wollte, ne, häufig. Da hat man sich auch schon oft mal angeschmiert, weil das Cover ja meistens geiler aussah, als das Spiel aussah, ne? Aber manchmal war auch ein Schätzchen dabei. Manchmal war es auch geil, ja. Technomage zum Beispiel. Technomage, ja. Total geliebt. Absolut. Ja, super Spiel gewesen damals. Na gut, da verspricht das Cover auch, was das Spiel da tatsächlich drin ist oder so, ne? Das stimmt. Aber ich meine noch ganz früher. So, noch viel früher, so, ne? Bei dir ist das früher ein anderes früher. Ja, so Pixel-Gedöns und so weiter, na gut. Und dann gab's auch diese Game-Compilations, das heißt irgendwelche Gold-Games und Silver-Games und ich weiß ich alle, ja. Da ist man auch an Spiele rangekommen, hat man sich das dann durchgelesen und irgendwer hat die dann bewertet mit irgendwelchen Sternchen, die dann da dran waren. Keine Ahnung wer, ja. Manchmal hatte man Glück, dann war da tatsächlich auch eine Magazinzeitschrift, die das Ding hinten drauf bewertet. Ja. Oder es war einfach irgendwie da. Und man hat sich's angeguckt. Das hat man dann installiert in mühseligster Kleinstarbeit und dann irgendwie, ach nee, eigentlich ist das totaler Käse. Ja. Oder auch nicht. So ist man da hingekommen. Ein weiteres Ding gab's früher noch, ja, ganz früher gibt's heute auch noch, aber die Videothek. Da haben wir tatsächlich um die Ecke bei uns noch eine Videothek. Das ist richtig, Ich ja. frage mich, warum? Wir werden da mal hingehen und werden uns da hinstellen und sagen, sag mal, geht's noch? Pass mal auf, das ist Videothek? nur, das ist Echt nur jetzt? getarnt außen als Videothek. Wenn du reingehst, irgendwie kommst du hinters Pappmaché. Und dann fällst du irgendwie wie bei From Dusk Till Dawn irgendwie so in die LKWs da unten rein, ne? Nee, ach komm, ey. Also das, die Zeiten sind vorbei eigentlich, ne? Ja. Dass man ein Spiel sich ausleiht in der Videothek. Aber früher war das ziemlich geil eigentlich. Da sind wir tatsächlich jede Woche hingegangen. Ich weiß das noch, hier Videobuster oder wie das hieß, direkt nebenan oder so. Und haben uns angeguckt, boah, dieses Spiel kommt raus und dies und das.
wollen wir uns das nicht schon kaufen? Nee, wir gucken das erstmal, leihen uns das in eine Videothek aus. Dann kommst du dann dahin, ja, und der Typ sagt irgendwie, boah, da seid ihr 2 Wochen zu spät. Weil ich habe hier nämlich schon die Warteliste von irgendwelchen Leuten, die dieses Spiel haben wollen. Ja, okay, und wie viel hast du dir davon geholt? Ja, 1. Ja, holst du dir dann halt 7 davon, so, dann kannst du auch mehr ausleihen. Hat er sich 7 davon geholt, die man dann auch, dann konnte man auch alle weg. Stimmt. Und Ne? später, Also- wenn das dann irgendwann die Zeit vorbei war und keiner hat das mehr ausgeliehen, dann konntest du es sogar abkaufen. Da konntest du es abkaufen, das ist richtig, ja. Für einen Spottpreis. Ja. Ja. War schon cool. Das Einzige, was nicht cool war, ist irgendwie sonntags denkst du, boah, ich hätte jetzt voll Bock auf das Spiel. Videothek dazu. Ja. Aber da hat man sich auch inspirieren lassen, ne? Da ist man halt durch die Videothek gegangen und hat sich dann aber auch wie im Laden, Cover. Also die Packung war darüber entscheidend, ja, ob man ein Spiel darauf aufmerksam wurde oder nicht. Ja. Ganz klar. Das stimmt. Gleiches gilt oder ähnliches für den Computerladen um die Ecke. Ja, irgendwer in deiner Stadt hat einen Computerladen aufgemacht und hatte dann so die Schätzchen dann unter der Ladentheke, hier musst du spielen. So. Das heißt, der hat dich beraten. Und bei dem konnte man auch schon erfahren, ja, was als nächstes rauskommt. Und dieser Typ, der kannte dich so gut, dass der genau wusste, ja, was du eigentlich möchtest. Dass du der Rollenspieler-Typ bist oder der Shooter-Typ oder der Strategie-Typ oder sonst was, ja. Und der hat dir dann auch immer Dinge empfohlen. Ja? Kennst du sowas? Hast du sowas mal gehabt? Nee, dann ist das wirklich aus meiner Generation. Oder bist du tatsächlich in so einen Laden reingegangen und hast so für 120 Mark tatsächlich irgendwie Cybermage gekauft, ja? Weil der Typ behauptet hat, das wäre irgendwie von den Machern von System Shock gewesen. So. Das stimmt, aber es war nicht Looking Glass, das war irgendwie einer von denen, der hat dann da mitgearbeitet und also die Verbindung war da. Und glücklicherweise hat er das gemacht. Cybermage habe ich gespielt und ich habe das geliebt, aber habe 120 Mark einfach auf den Tisch gelatzt und dieses Spiel gekauft, Wahnsinn. weil der Typ das gesagt hat. So bin ich da dran gekommen. So, Also ne? ich bin gerne am Trödelmarkt gegangen und hab gestöbert. Stimmt, das Trödelmarkt ist auch geil. Ja. Ja, kann man heute auch noch machen. Das kann man ne? tatsächlich machen, ja. Ja. Ab und zu ist mal ein Schätzchen dabei. Absolut. Mhm. Absolut. Vor allem die Konsolenspiele, da kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Wenn die DVD oder die Blu-ray oder was nicht verkratzt ist oder so, dann hat man es tatsächlich am Start. Ja. Das ist geil. Ja, Mhm. Das nimmt dir keinen Platz auf der Festplatte weg. ja, das stimmt. Ja. Mhm. Ja, gut. Gut, das war damals, ne? Wie ist das denn heute? Ne? Ja, sehr viel digitaler, würde ich sagen. Ja. Ne? Also die viele Dinge, die sind immer noch so wie damals irgendwie, der Kumpel berät dich und sowas in der Art, ne? Das heißt, dass man sich beeinflussen lässt, aber Bis auf die Videothek, sag ich jetzt mal, ne? Ist Aber- eigentlich alles valide, was wir eben aufgezählt haben, was früher auch gang und gäbe war. Genau, aber die auch das Quellen. Cover von einem Spiel, auf jeden Fall. Quellen haben sich stark verändert. Ja. Das heißt, heutzutage holst du dir in der Regel seltener eine Zeitschrift vom Bahnhof, sondern du googelst einfach die Zeitschrift im Internet. Ja. Und dann guckst du da, was haben die denn empfohlen? Haben die das Spiel schon getestet? Oder wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, was gibt es denn überhaupt momentan? Mhm. Ne? Wo wir wieder bei der normalen Suche sind. Hast du Bock irgendwie auf ein schönes Rollenspiel? Rollenspiel 2019, klick, mal gucken, was dabei rauskommt. Ja. Ne? Wüsste ich jetzt auch gar nicht. Ja, und dann kannst du... Habe ich nicht gegoogelt. Ja, dann kannst du dir natürlich dann hast du deine Kanäle, die du sonst auch immer guckst, irgendwie, vielleicht folgst du ja schon einem Let's Player oder irgendeinem Streamer. Bei YouTube, was ja. zockt der gerade? Dann denkst du, oh, YouTube der und hat ja Co., was Cooles Neues gefunden. Ich glaube, das möchte ich mir auch mal angucken Ja. irgendwie, ne? Also ich habe auch schon viele Spiele entdeckt, tatsächlich, auf die ich nie gekommen wäre und die ich niemals gespielt hätte, wenn es YouTube und Twitch nicht gegeben hätte. Ich hätte zum Beispiel von mir aus niemals PUBG gespielt. Nee. Nee. Aber dadurch, dass ich irgendwelche Streamer-Freunde habe, die das gespielt haben, ne, haben die uns dann angefixt und dann haben wir mitgezockt auf einmal. Und das war auch lustig. Mhm. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja, also Streams bei Twitch und Co. sind auf jeden Fall eine Quelle. Da kann man einfach mal stöbern und gucken. Da kann man auch nach Spielen sortieren oder nach Kategorie, glaube ich, geht nicht, ne, oder? Ich weiß gar nicht. Die haben auch eine Kategorie irgendwie Rollenspiele oder irgendwie sowas, kann man sich das da angucken? Nee, ich glaube so explizit. So ist es explizit nicht, ne? Nee. Aber man kann zumindest gucken, was ist momentan der Trend, wie viele Leute spielen was. Da kann man sich auf jeden Fall, wenn man sich durch die ganzen Multiplayer-Spiele, ne, weil wenn man Singleplayer sucht, muss man da schon wissen, wo man guckt. Mhm. Dann Social Media, Reddit, Facebook, Twitter, Instagram
Ist natürlich auch cool so. Das heißt Genau. also, sobald man sich irgendwie für eine gewisse Sache interessiert, kommen diese Social-Media-Plattformen ja auch auf die Idee, die Sachen vorzuschlagen. Ja, was trendet gerade, ne? Ja, ne? Das kriegst du dann mit. Da kriegt man das mit. Ne? Banner bei Steam. Ja? Dass man sagt, was ist jetzt gerade im Sale, oder da kann man auf jeden Fall nach Kategorien sortieren. Bei der PlayStation, bei der Xbox, bei den Konsolen geht das auch. Ja. So kam ich jetzt zum Beispiel letzte Tage darauf, mir Overload zu holen und andere Spiele. Das ist einfach mal im Store stöbern. Und gucken, was ist da jetzt momentan irgendwie. Ne? Das ist eine Quelle. Foren waren auch viele, viele Jahre immer irgendwie eine Quelle für, um sich Informationen zu holen, irgendwie, um zu sagen, was kannst du denn spielen und so, empfehl mir mal was oder so, und dann kriegst du manchmal ziemlich brauchbare Informationen, obwohl Foren mittlerweile recht wenig aktiv sind oder weniger werden so, ne, weil sie halt irgendwie keine weniger Leute sich dafür interessieren. Das stimmt, aber dafür treiben sich unwahrscheinlich viele Leute momentan bei Discord rum. Ja. Ne, da gibt es wieder diese Communities, die sich irgendwie Das ist auch so ähnlich wie ein Forum, ja. Und da kriegst du auch sehr viele Empfehlungen. Ja. Ne? Die sagen dir zum Beispiel auch Bescheid, wenn es irgendwo ein Schnäppchen gibt oder sowas. Das absolut. Ist schon, ist cool. ne? Ja. Dann auf einer Messe, klar, ne? Man kann einfach mal auf die Gamescom gehen und rumglotzen, was es da so gibt und so, ne? Und da habe ich auch schon das eine oder andere Spiel mir empfehlen lassen, obwohl ich vorher überhaupt nicht wusste, was Sache ist. Vor allem unten in der Indie-Arena oder in der Indie-Area da gibt es sehr viele junge Entwickler, die Sachen produzieren, von denen man überhaupt noch nie was gehört hat, wo man auch sonst irgendwie sehr schwer drankommen würde. Man muss sich ja irgendwie schon durchwühlen durch die Millionen Spiele, die so pro Jahr rauskommen irgendwie, und da kann man sich auf jeden Fall inspirieren lassen und dann tatsächlich auch Einfluss nehmen. Ne? Man kann mit den Entwicklern sprechen. Ne? Wir rennen da ja auch um, man kann ja auch mit uns reden und auf uns Einfluss nehmen. Ne? Und Ganz man muss klar. teilweise ja nicht mal die Messe selbst besuchen, um mitzukriegen, was auf den Messen so abgeht. Ich meine, Ja. viele Leute haben sich jetzt im Internet angeguckt, was es Neues auf der E3 gibt. Ja. Und dann aktiv nach E3-Content suchen zum Beispiel. Absolut. Ne? Und bei der Gamescom funktioniert das genauso. Wenn Ja. du Spiele Gamescom 2019 und dann bekommst du dann, wenn es soweit ist, irgendwie die Infos und die Trailer zugespielt. Finde ich super. Und kannst dir die dann angucken. So, und jetzt habe ich noch 2 Fragen. Fernsehen? Lässt man sich durch Fernsehen beeinflussen, ein Spiel zu kaufen oder zu spielen? Boah. Fernsehen? Was ist das? Kein Mensch guckt mehr Fernsehen. Boah, das ist aber bitter, ne? Also Früher war das so, ne? auf mich Fernsehen, trifft das jetzt gar nicht Computerspiele mehr hat zu, man ja. da nie gesehen im Fernsehen. Also ich habe selten was gesehen. So, ganz selten. Ja, das würde aber im Umkehrschluss bedeuten, dass es sich für uns zum Beispiel überhaupt nicht mehr lohnen würde, da einen Trailer zu schalten. Vermutlich nicht. Da findest du auf jeden Fall nicht die Leute, die man erreichen möchte. Ja. Ne? Ja. Und Radio? Ähnlich, ne? Ähnlich gelagert, oder? Aber schon ein bisschen mehr. Schon weil, besser, ne? Radio ist für Autofahrer, finde Ja. ich. Ja. Ne? Das heißt, die ganzen Leute, die zur Arbeit und zurückfahren, die hören irgendwie sich einen Radiosender an, ne? Und da würde es sich, glaube ich, sogar eher lohnen. Ja, spannend. Gut. Wie findet ihr eure richtigen Spiele, die für euch geeignet sind? Schreibt's uns unten in die Kommentare rein. Wir lesen die ganz gerne, weil das ist immer sehr spannend zu erfahren, wie ihr so tickt da draußen. Ne? Wo informiert ihr euch? Oder vornehmlich, was ist die vornehmlichste Quelle, die Nummer 1 Quelle, wo ihr guckt, ob ein Spiel für euch was ist oder nicht? Bin mal gespannt, ob da dasselbe rauskommt bei den meisten. Ja, schauen wir mal. Mhm. Gut, kommen wir zum Community-Sektor. Mhm. Jetzt haben wir hier auch wieder eine Frage. Und zwar fragt da jemand, wie oft wechselt ihr eigentlich eure Hardware und was habt ihr als Entwicklerstudio denn für eine Hardware? Ja. Wir sehen immer zu, erstens, dass jeder von uns irgendwas anderes hat. Ja. Warum? Weil wir gewährleisten wollen, dass unser Spiel auch auf allen möglichen verschiedenen Sachen läuft. Das heißt, wir haben unterschiedliche Betriebssysteme, wir haben unterschiedliche Motherboards, wir haben unterschiedliche Grafikkarten, wir haben unterschiedliche und so weiter und so fort. Und die werden unterschiedlich auch zusammengesteckt. Es gibt ja 1000 Möglichkeiten, wie man seinen PC zusammenbauen könnte. Manche sind älter, manche sind neuer. Und da versuchen wir halt einen Querschnitt abzubilden. Und dann wird das
alle Jubeljahre mal dann erneuert quasi, wenn die neuen Generationen rauskommen, gucken wir, dass wir die dann nach und nach irgendwie ausbessern und die kein Mensch mehr benutzt, irgendwie fliegen dann hinten raus und die neueren, die jetzt irgendwie cool sind, die kommen dann wieder mit rein und so versuchen wir schon während der Entwicklung einiges abzudecken. Das reicht natürlich immer noch nicht. Deswegen machen wir auch noch externe Tests und dann haben wir Teams, QA-Teams, die dann nochmal mit unterschiedlicher Peripherie testen und so weiter, um wirklich ein größtmögliches Sammelsurium an Hardware zu haben, die mit abgedeckt wird. Und trotzdem sind Leute manchmal erfinderisch, dann nochmal irgendwas völlig anders zusammenzustellen. Und dann muss man im Zweifelsfall da auch drauf reagieren. Das ist da auch noch drauf läuft. Ja. Absolut. Tendenziell ist es so, dass die Leute, die mit Grafik zu tun haben, das heißt der Levelbereich und Animationsbereich oder Figurenbereich, die Figuren machen, dass die tendenziell eher die besseren Rechner haben. Das heißt, die ganzen High-End-Rechnern ist in dem Content-Bereich zu finden. Wir Story-Leute, ja, die vornehmlich Püppchen aufstellen und irgendwie die Welt mit Dialogen und Quests füllen und so weiter und sich um Cutscenes kümmern oder sonstige Sachen oder so, haben eher tendenziell die schlechteren Rechner, weil wir sie halt nicht so häufig brauchen. Ne? Also das heißt, im Game sind wir zwar auch unterwegs, ja, um Sachen zu testen oder so, aber bei uns darf es ruhig ruckeln. Ne? Bei den Level-Leuten unten ist es kontraproduktiv. Die müssen schon irgendwie den Hardcore-Test, also den richtigen fahren da unten. Das heißt, die haben die fetten Rechner. Und bei den Programmierern ist es auch unterschiedlich, je nachdem, woran jemand arbeitet. Arbeitet er an der GUI? Arbeitet er jetzt gerade irgendwie an der Grafik? Arbeitet er irgendwie am Gameplay, am Kampfsystem oder sonst irgendwie sowas, ja? Und dann hängt es dann auch immer davon ab, irgendwie, ob man nicht doch testen möchte, ob die Performance auf langsamen Rechnern dann nicht irgendwie doch so optimieren sind, weil wenn wir alle die Möhren hätten, ja, aus der Hölle, kämen wir nicht aus dem Quark. Ne? Das heißt, es wäre kontraproduktiv, wenn es bei jedem ruckeln würde oder so. Aber wenn wir alle nur High-End-Rechner hätten, das wäre genauso blöd, weil dann siehst du ja gar nicht, was irgendwie gerade momentan mit dem Aldi oder Penny-Rechner oder was weiß ich, wo man jetzt so einen Wald- und Wiesenrechner herkriegt, mit den normalen Rechnern halt irgendwie ist, den die meisten haben. Und man möchte ja auch irgendwie das größte Repertoire irgendwie erreichen. Mhm. Ja, gut. Also wir haben alles. Alles ist hier vertreten. Mehr oder weniger. Gut, dann war's das für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann fast nächste Woche, wenn ihr Bock habt. Tschüss. Ciao. Fast getroffen, ne? Hast gesehen, ja, ne? Ja. Ich arbeite noch dran. Irgendwann bleibt er mal hängen. Das wäre skurril.